Hallo und herzlich willkommen. Heute spielt das Wetter leider nicht mit, deshalb macht das Schrauben gerade keinen Spaß. Ich werde aber die Situation sinnvoll nutzen und werde dir gleich meine Online-Quelle verraten, wo ich immer direkt bei Mercedes nach den benötigten Artikelnummern recherchiere. Dort findest du auch die Informationen zum Thema Verfügbarkeit und die aktuellen Preise. Der eine oder andere wird jetzt bestimmt sagen, ach, es ist uninteressant, die Mercedes Originalteile sind einfach zu teuer, die kaufe ich nicht. Ich habe aber festgestellt, dass nicht alle Originalteile teurer sind als die vom Zubehörhandel. Ich werde deshalb auch ein paar Beispiele zeigen, wo man sehen kann, dass Originalteile auch günstiger sein können. Wenn du dieses Thema also interessant findest, dann schau dir dieses Video an und ich werde mich freuen, wenn du mir den Daumen hoch gibst. Jetzt komme ich endlich zur Sache. Für die Online-Recherche benutze ich die Mercedes-Internetseite. Um den Zugriff zu erreichen, gebe ich jetzt direkt die Adresse ein: www.originalteile.mercedes-benz.de. Und dann lande ich in dem Bereich, wo man die Suche starten kann. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man die Teile suchen kann. Eine der Optionen ist die Eingabe der Fahrgestellnummer, und zwar in diesem Fenster. Anschließend kann man die spezifische Suche für dieses Fahrzeug starten. Jetzt befinde ich mich in dem Bereich, wo sich die Informationen für das gesuchte Fahrzeug befinden. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Manchmal passiert es, dass die Fahrgestellnummer an dieser Stelle nicht angezeigt wird. Deshalb muss die Eingabe wiederholt werden. Erst wenn die Bezeichnung des Fahrzeugs in dieser Zeile sichtbar ist, ist man in dem richtigen Bereich gelandet. Dann kann man auf die angelegte Teilegruppe zugreifen. Als Beispiel werde ich jetzt den Bereich Kotflügel betreten. In diesem Bereich befinden sich 3 Untergruppen: Vorderkotflügel, Hinterkotflügel, Seitenwand und Dachrahmen vorn. Ich wähle jetzt den ersten Bereich und sehe sofort die Zeichnung für die folgende Stückliste. Als Beispiel nehme ich jetzt den Kotflügel, der hier unter der Nummer 5 geführt wird. In der Stückliste findet man weitere Informationen wie zum Beispiel Verfügbarkeitsstatus und den Preis. In diesem Feld sieht man den roten Punkt, das bedeutet, dass die Ware nicht verfügbar ist. Ich werde die Position trotzdem aufrufen, damit ich zeigen kann, welche Informationen dort sichtbar sind. Ja, und was sieht man hier? Man sieht den Preis, den Verfügbarkeitsstatus und die Artikelnummer. Ist die Ware verfügbar, kann sie dann in den Einkaufswagen verschoben werden. Jetzt gehe ich zurück. Diese Position ist nicht verfügbar, deshalb nehme ich jetzt ein anderes Teil, zum Beispiel die Dichtung mit der Nummer 40. Jetzt schaue ich unten. Ja, der grüne Punkt gibt den Hinweis, dass die Dichtung erhältlich ist. Sie kostet 11,90 € und kann sofort bestellt werden. Die Lieferzeit beträgt 2 bis 5 Tage. Und übrigens, die Versandkosten für die Standardlieferung liegen bei 4,95 €. Das war die Standardvorgehensweise. Man kann die Informationen aber auch anders nutzen, zum Beispiel wenn man die passende Artikelnummer sucht und das Teil dann woanders bestellen möchte. Als Beispiel nehme ich den Querlenker. Nach der Eingabe der Fahrgestellnummer wähle ich den Bereich Fahrwerksteile. Hier ist er. Er hat die Nummer 56. Dann rufe ich die Position auf und habe hier den Preis, den ich anschließend zur Orientierung benutzen werde. Er kostet hier, wenn er verfügbar ist, 404,60 €. Jetzt wird schnell die Artikelnummer kopiert und dann geht es weiter. Mit der bereits kopierten Artikelnummer starte ich die Suche. Um die Ergebnisse zu präzisieren, kann man noch zusätzlich den Wunschhersteller eingeben. Das werde ich jetzt auch tun und trage hier zum Beispiel diesen Hersteller ein. Zack, und ich habe schon eine lange Liste mit verschiedenen Bezugsquellen. Ich werde mir jetzt selbstverständlich nicht alle anschauen, sondern nehme gleich hier oben eine von den Empfehlungen. Sehr schön, der Querlenker ist hier lieferbar und der Preis ist sehr günstig.
sogar fast unschlagbar. Ich denke, hier kann man nichts falsch machen. Jetzt bin ich wieder bei Mercedes zurück und werde die nächste Suchoption zeigen. Da die meisten Mercedes-Teile beschriftet sind und dadurch oft die Artikelnummer bekannt ist, wie hier bei diesem Luftfilterkastenschlauch, kann man die Artikelnummer direkt in dem Suchfeld eingeben, dann auf die Lupe drücken und anschließend landet man sofort bei dem gesuchten Artikel. Der Schlauch kostet 22,73 €, ist aber aktuell leider nicht lieferbar. Die Suche oder die Preisüberprüfung lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt bei Mercedes diverse Teile, die sogar teilweise günstiger sind als bei den anderen Anbietern. Hier habe ich das erste Beispiel, die Schaltmanschette. Erstmal schaue ich, was sie draußen kostet. Ich nehme auf die Stelle diese hier. Der Preis liegt bei 22,95 €. Jetzt noch die Artikelnummer kopieren und dann kann man den Preis bei Mercedes prüfen. Und bitteschön, 14,28 € und ist sogar in 2 bis 5 Tagen lieferbar. Also hier muss man nicht lange überlegen. Ich zeige zu dem Thema noch ein Beispiel und nehme diesmal den Schalter für die Außenspiegelverstellung. Die ersten beiden könnte man auch nehmen, sie sind aber nicht original. Der dritte das ist eine andere Ausführung und der nächste, das ist der richtige und sogar original. Kostet 64,52 €. Jetzt noch schnell die Artikelnummer suchen. Hier ist sie. Und hier unten habe ich sogar noch die richtige Schreibweise ohne Leerzeichen. Die nehme ich. Jetzt noch schnell bei Mercedes prüfen und der Preis liegt hier bei 57,30 €. Also auch hier ist er günstiger als der andere originale Schalter aus dem Internet. Aber das Wichtigste ist, dass man hier immer sicher sein kann, dass die Teile original und unbenutzt sind. Ich finde diese Internetseite sehr hilfreich und benutze sie deshalb für meine Recherchen und die Beschaffung der Teile. Ich hoffe, dass du die Information interessant und nützlich findest. Wenn es so ist, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten bis zum nächsten Mal.